Ja, hallo zusammen. Als ich diese Rose hier gemalt habe, da habe ich euch ja versprochen, dass ich da noch Wassertropfen drauf machen möchte, wie es hier auf der Vorlage zu sehen ist. Es sind ganz viele, viele Wassertropfen. Das habe ich aus Zeitgründen nicht geschafft und deswegen gibt es heute nur noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem Motiv, nämlich wie male ich einen Wassertropfen. Und bevor wir da einsteigen, genau, was für Pinsel verwende ich? Ich habe es schon mal probiert. Hier seht ihr, wunderschöner Wassertropfen ist da standen. Ja, kann man ganz gut erkennen. Gut, welche Pinsel? Wie gesagt, ich habe es ausprobiert und ich habe jetzt 3 verschiedene Pinsel hier genommen. Und zwar einmal ein Linierpinsel Nummer 1. Ja gut, die Größe ist eigentlich egal. Also einen Borstenpinsel und einen Katzenzungenpinsel. Und die sollten jetzt eigentlich schön trocken sein. Sind sie jetzt nicht, ist nicht schlimm. An Farben habe ich jetzt erstmal nur, um euch das mal zu zeigen, nur Titanschwarz und Eisenoxidschwarz und Titanweiß auf der Palette. Für das Bild selber werde ich dann noch ein bisschen Rot, glaube ich, dabei mischen. Gut, kurze Theorie. Wie funktioniert eigentlich ein Wassertropfen? Wie malt man den? Ist eigentlich einfach zu verstehen. Und zwar, Wasser hat die Tendenz, immer Kugelform anzunehmen. Jetzt kann sie nicht eine Kugelform nehmen, weil die Erdanziehungskraft den Wassertropfen so ein ganz klein wenig zusammendetscht. Ne? Also ihr seht aber, wenn ihr mal guckt, Wassertropfen haben immer so eine Kugelform. Das bedeutet aber, wenn wir den Lichteinfall zum Beispiel jetzt von hier oben haben, dass wir hier rundherum Schatten haben. Das heißt, wir haben hier Schatten, wir haben hier Schatten. Weil das Licht von da kommt, ist hier der Schatten so ein bisschen länger. Ja? Gucke ich also von oben auf den Tropfen drauf, ist der Tropfen praktisch rundherum von einem Schatten umgeben. Ja, das ist ein Tropfen, dieser Schatten ist rundherum. Gucke ich von oben drauf, ist rundherum ein Schatten. So, jetzt habe ich schon falsch gemalt. Ja, warum falsch? Weil der Tropfen von oben natürlich auch kreisförmig ist. Tropfen sind in der Regel kreisförmig. Eine ovale Form nehmen sie an, wenn sie irgendwie anfangen zu fließen oder von der Schwerkraft irgendwie auf so einem Blatt zum Beispiel. Ne? Also wenn hier so ein Tropfen wäre, dann wird der nach unten gezogen und ja, dann hat er nimmer ganz kreisförmig. Aber normal sind sie kreisförmig. Also, jetzt haben wir die Schatten schon mal klar. Wo sind die Helligkeiten? Einmal ist die hellste Stelle hier, ist klar, da wo das Licht drauf fällt. Jetzt wird das Licht im Wasser gebrochen, tritt hier wieder aus und folglich hat man hier in dem Bereich nochmal eine helle Stelle. Das heißt, wenn wir jetzt von oben gucken, haben wir hier eine helle Stelle und hier ist es insgesamt auch ein bisschen heller. Das ist so gebrochenes Licht. Ja. Genau, hier hätten wir also den Schatten, hier hätten wir einen Schatten, rundherum hätten wir einen Schatten und da. So. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip, wie man einen Schatten malt. Und das versuche ich jetzt nochmal zu machen, so viel Schatten malt, Tropfen malt. So viel Tropfen habe ich in meinem Leben noch nicht gemalt, aber ich probiere es jetzt einfach mal. So. Ich habe hier einen relativ dunklen Untergrund, deswegen kann ich jetzt direkt mit dem Titan Schwarz arbeiten. Ich versuche so einigermaßen einen Kreis hinzukriegen. So, ich zoome mal ein bisschen dran, dass ihr es besser seht. Also, so im oberen Bereich haben wir einen stärkeren Schatten durch das Licht hier. Ne, dann haben wir den Schatten, der halt rundherum geht. Ist jetzt ganz kreisförmig geworden. So ein Halbrund. Oh, jetzt sehe ich durch den tollen Lichteinfall hier nicht so ganz. Ich glaube, ich habe es einigermaßen hingekriegt. Ne? So, und das gleiche haben wir halt hier unten. Hier unten ist halt ein längerer Schatten. So. Ist vielleicht nicht gerade der perfekte Pinsel, aber egal. Geht ja jetzt erstmal nur ums Prinzip. So. Gut. Jetzt brauche ich einen einigermaßen trockenen Pinsel, um den Rand hier so ein bisschen weich hinzukriegen. Ich mache das mal lieber mit dem Borstenpinsel, dass es nicht so ein harter Übergang ist. Ja. Ein bisschen schwarz nehmen.
Der Untergrund nimmt die Farbe nicht so ganz an. Ja, so ist besser. Weil das Ding ist ja gebogen, das heißt, ich habe nicht einen scharf konturierten Schatten, sondern einen Schatten, der sich allmählich sozusagen auflöst. Ne? So, okay, und das gleiche mache ich hier unten, auch der Schatten hier ist nicht scharf konturiert, sondern löst sich allmählich in die Umgebung auf. So, okay, gut. Also Schritt 1 war diesen Kreis zu zeichnen, Schritt 2 ist der Schatten hier und Schritt 3 ist der Schatten hier. Und also, wie ich vorhin gesagt habe, das Licht fällt für mich von hier rein. So. Wie wir hier sehen, also das seht ihr hier in der Vorlage. Der dritte Schritt ist jetzt hier eine Helligkeit einzubauen. Das ist nicht ganz reines Weiß, ganz klein wenig dunkliches ab, weil die hellste Stelle ist hier oben. Verdammt, oh, dieser Pinsel ist völlig ungeeignet. Der ist mega hart und ich brauche jetzt hier so einen weichen Pinsel. Ich drehe es jetzt mal, weil es für mich einfacher zu malen ist. So, und dann mache ich das gleiche wie hier oben, dass ich das allmählich in die Umgebung verschwinden lasse. Nicht zu weit, ne, nur so ein bisschen. So, okay. So, und der dritte Schritt ist jetzt, hier fällt ja Licht wieder raus. Ne? Das heißt, der Schatten ist an der Stelle ein bisschen heller. Das sind jetzt die Feinheiten. Im Prinzip könnt ihr das so lassen, das wäre die einfachste Variante. Wenn es noch schöner sein soll, dann könnt ihr hier hingehen und ganz leicht hier den Schatten noch ein bisschen aufhellen. In so einem Keil. Ne? Seht ihr, ich habe da so einen Keil geformt. Ja? Ja, und damit ist das Ding eigentlich schon praktisch fertig. Jetzt muss ich nur noch die Glanzlichter setzen, also die hellsten Stellen. Und das ist einmal hier oben. Dann nehme ich einfach reines Weiß und lege das hier so drüber. In so einem Halbrund und hier unten einen kleinen Fleck. Fertig ist der Wassertropfen. Mal gucken, ja, ist ein bisschen dünn geworden. Mal ein bisschen dicker machen. So, Wassertropfen ist fertig. Okay, ihr merkt, dass wir da schon einigermaßen exakt arbeiten müssen. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Vor allem müsst ihr immer darauf achten, dass die Pinsel halt ziemlich trocken sind. So, das ist man noch nicht. Muss ich noch ein bisschen nacharbeiten mit der Dunkelheit, da bin ich nicht zufrieden. Kennt das ja, damit er ein bisschen besser aussieht, der Schatten. So. Okay, ja. Und nach dem gleichen Prinzip könnt ihr jetzt beliebig viele Tropfen malen. Ne? Und das gelingt mir dann halt auch hier bei meinem Blütenmotiv. Hoffe ich. So, und dann nehme ich jetzt, das seht ihr nicht, aber das werdet ihr gleich halt merken, wenn ich male, nehme ich ein bisschen Rot dazu. Weil Schwarz wäre jetzt hier ein bisschen zu krass. Ich muss jetzt wirklich mega aufpassen, dass die Farben nicht so dunkel werden. Ich mische mir jetzt mit Schwarz und Cadmiumrot einen Schattenton an. Verzichte mal bewusst drauf, euch das jetzt hier zu präsentieren. Sagen wir mal, wir machen jetzt hier mal so einen Tropfen hin. Das Licht kommt relativ, das kann man hier sehen, hier ist helle Stelle, hier kommt also auch genau wie mein Beispiel von hier, hier rein. Dann können wir jetzt hier mal so einen Tropfen hinmalen. Das heißt, ich male jetzt hier meinen Kreis. Mache jetzt die zwei dunklen Stellen, hier oben die dunkle Stelle, also den Schatten, hier oben den Schatten.
Dann den größeren Schatten da unten. Jetzt wird es natürlich krass mit dem Vermalen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Ach Gott. Dann lege ich hier schon mal das Glanzlicht ab. Und ihr seht, das zweite Glanzlicht hier. Und dann hier noch ein bisschen aufhellen, den Schatten, ganz klein wenig. Und sofort habe ich hier also auch einen Wassertropfen. Ich arbeite das jetzt noch ein bisschen nach. Ich glaube, also das Problem ist halt, dass das Motiv halt einfach effektiv zu klein ist. Halt so exakt zu arbeiten, wie ich es gerne hätte. Der Rand muss ein bisschen dünner, sonst wirkt es so unglaubwürdig. Also hier der Strich hier, der muss sehr dünn sein. Ne? Und ich habe jetzt mit dem Pinsel diesen dünnen Strich gemacht. Der Tropfen ist ungefähr 5-mal so groß wie der und folglich ist natürlich der Strich hier jetzt einfach zu dick. Und ich werde den jetzt einfach, indem ich mit Weiß drüber gehe, so ein bisschen ausdünnen. Ne? Und dann mache ich jetzt den Schatten da unten ein bisschen länger. So. Okay, in jedem Fall seht ihr, ganz einfach haben wir hier einen Wassertropfen ergänzt. Gut. Ja, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns beim nächsten Motiv wieder hier auf meinem Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.